Willkommen bei Military Miniatures Magazin www.miniatures.de. In dieser Ausgabe befassen wir uns mit dem Altern von Mauerwerk. Wir verwenden hierfür den Altstadtblock von Faller aus den 60er oder 70er Jahren, der sich sehr gut als Kulisse für Figuren eignet. Bei diesem ersten Haus wollen wir die ursprünglichen Farben beibehalten, den glänzenden Kunststoff aber entsprechend matt überlackieren. Das ist auch deshalb erforderlich, weil wir an 2 der 4 Fassaden Änderungen vorgenommen und dann mit Spachtelmasse Lücken und Löcher aufgefüllt haben. Wir verwenden hier unsere Farbmusterkarten, um die auf dem Modell verwendeten Farbtöne entsprechend zu identifizieren. 2 der 3 benötigten Farbtöne sind Mischfarben, die wir aus Künstleracrylfarbe selbst herstellen. Die Farbe der Backsteine mischen wir aus 4 Teilen Brillantorange, einem Teil Elfenbeinschwarz und einem Teil Titanweiß. Die graue Fassadenfarbe besteht aus gleichen Teilen Neutralgrau und Titanweiß. Und für die ockerfarbene Fassade verwenden wir Tamiya XF93 RAL 8020 Braun. Die Fenster sind mit Malerkrepp abgeklebt, damit wir das Gebäude mit der Sprühpistole lackieren können. Nach dem Lackieren in der Grundfarbe beginnen wir mit dem Hervorheben der einzelnen Backsteine. Denn Backsteinmauerwerk ist niemals einfarbig. Die Farbe der Backsteine kann tendieren von Ocker bis Schwarz und alles dazwischen. Der erste abweichende Farbton, den wir hier verwenden, ist die Grundfarbe, aber mit etwas mehr Brillantorange, damit die Steine heller werden und sich von der Grundfarbe ganz leicht unterscheiden. Mit diesem Farbton heben wir jetzt zufällig einige Backsteine hervor und versuchen da ein möglichst unregelmäßiges Bild zu erzeugen. Die Arbeit geht flott voran, denn die Fallerziegel sind 5 x 2 mm groß. Also etwa doppelt so groß wie der deutsche Normalziegel, der im Maßstab 1:87 2,7 x 1,3 mm misst. Faller hat sich bei der Gestaltung des Mauerwerks leider für den Läuferverband entschieden. Der sieht nicht nur langweilig aus, er ist für Außenmauern auch weniger gut geeignet als der Blockverband, bei dem sich Läufer und Binder abwechseln und ein schönes Muster erzeugen. Für die nächste abweichende Backsteinfarbe hellen wir die Grundfarbe mit etwas Ocker auf. Mit dieser Farbe heben wir wieder einige Steine im Mauerwerk hervor, aber zufällig und nur so wenige, dass wir nachher noch vielleicht 3 oder 4 andere Backsteinfarben hinzufügen können. Dass Ziegelsteine in unterschiedlichen Farben aus demselben Brand, aus demselben Ziegelofen herauskommen, hängt mit der unterschiedlichen Verteilung des Sauerstoffs und der Hitze beim Brennvorgang zusammen. Denn die Ziegel sind im Ofen gestapelt und die Ziegel an der Außenfläche des Stapels sind anderen Bedingungen ausgesetzt als die weiter innen. Für unseren nächsten Ziegel schattieren wir die bestehende Mischfarbe mit etwas Umbra gebrannt. Dieser Ziegel darf schön dunkelbraun werden und sich optisch von den anderen deutlich abheben. Auch hier versuchen wir wieder eine möglichst unregelmäßige Verteilung der Ziegel zu erreichen, damit sich keine auffälligen Muster bilden. Denn der Maurer hat wahrscheinlich keine Zeit gehabt, die Ziegel vor dem Vermauern farblich zu sortieren. Wenn beim Bemalen Fehler passieren, lässt sich die noch frische Farbe mit dem Finger ganz einfach wegwischen. Dass dabei vielleicht 2 oder 3 benachbarte Steine etwas verschmutzt werden, ist überhaupt kein Problem.
Für unseren nächsten Ziegel schattieren wir die dunkelbraune Ziegelfarbe mit etwas Schwarz, damit wir einen ziemlich dunkelbraunen, fast schwarzen Farbton erreichen. Und auch mit dieser Farbe picken wir hier und da einen der Ziegel aus dem Mauerwerk heraus. Das klappt am besten, indem man gar nicht lange darüber nachdenkt, sondern zügig arbeitet und lieber einen Ziegel weniger als einen zu viel in einer Farbe bemalt. Für unseren nächsten abweichenden Ziegel mischen wir ein dunkles Olivgrün aus Ocker und etwas Schwarz. Eine etwas ungewöhnliche Ziegelfarbe vielleicht, aber es gibt bestimmt Gründe, warum sich ausgerechnet an dieser Stelle etwas Moos oder Schimmel gebildet hat. Zum Schluss kontrollieren wir noch einmal den Gesamteindruck des Mauerwerks und arbeiten hier und da vielleicht noch den einen oder anderen Ziegel nach, damit das Gesamtbild stimmt. Die repräsentativen Fassaden des Gebäudes sehen mit weißen Schmuckelementen besonders schön aus. Wir verwenden hier allerdings kein rein weiß, sondern Titanbuff, also einen cremefarbenen Ton. Die Arbeit geht am schnellsten und am einfachsten von der Hand, wenn wir das Gebäude nicht ständig drehen. Also bearbeiten wir erst eine Seite der Leibung, und zwar bei allen Fenstern. Dann drehen wir das Gebäude und bearbeiten die nächste Seite der Fensterleibung. Diese Vorgehensweise hat auch den Vorteil, dass die Pinselstriche immer in derselben Richtung gezogen werden. So stellt sich Routine ein, die ein schnelles und sauberes Arbeiten erlaubt. Im nächsten Schritt folgt das Schattieren der Mauerwerksfugen. Bevor wir damit beginnen können, wird das ganze Gebäude mit Glanzlack versiegelt. Das hat den Vorteil, dass die Lasuren, die wir danach anwenden, nicht unser Mauerwerk verschmutzen, sondern nur in die Fugen hineinlaufen und dieses schattieren. Für unser Backsteinmauerwerk mischen wir einen mittel- oder dunkelgrauen Farbton aus Schwarz und etwas Titanweiß. Diese Farbe wird stark mit Wasser verdünnt, damit sie nicht deckt, sondern lasiert. Und dann kommt noch etwas Ochsengalle als Fließmittel hinzu. Das Fließmittel senkt die Oberflächenspannung des Wassers und sorgt dafür, dass die Lasur noch besser in die Fugen fließt. Einen ähnlichen Effekt erreicht man mit etwas Geschirrspülmittel. Die Farbe kann dadurch aber klebrig werden, deswegen verwenden wir Ochsengalle oder ein vergleichbares Fließmittel. Diese Lasur kann jetzt mit einem breiten Pinsel großflächig auf das Backsteinmauerwerk aufgetragen und anschließend mit einem Küchentuch wieder abgewischt werden. Wie schon gesagt, diese Technik funktioniert nur, wenn das Mauerwerk durch Glanzlack entsprechend geschützt ist. Andernfalls würde die Lasur in die Farbe eindringen und die ganze Bemalung zerstören.
Mit einem feinen Pinsel können wir jetzt in die noch feuchte Fassade weitere Lasur einbringen, zum Beispiel an den Stellen, wo wir zu viel weggewischt haben oder die Schattierung der Fuge noch nicht ausreicht. Man sieht sehr schön, wie die Lasur durch Kapillarwirkung in die Fugen hineingezogen wird. Selbst wenn wir den Tropfen mal an oder auf den Ziegel setzen, verschwindet die Lasur praktisch in den Fugen. Das funktioniert, weil der mit Glanzlack versiegelte Ziegel keine Farbe aufnehmen kann und die Farbe dann einfach abfließt. Kleinere Rückstände der Lasur auf dem Ziegel können ganz einfach mit dem Finger weggewischt werden. Nach diesem Arbeitsschritt muss die Lasur vollständig durchtrocknen, bevor wir an einer anderen Fassade weiterarbeiten können. Für die hellgraue Fassade verwenden wir eine braungraue Lasur, die wir aus Braun, Schwarz und etwas Weiß anmischen. Wir arbeiten hier nach dem künstlerischen Prinzip kalte Farbe, warmer Schatten. Diese hellgraue Farbe hat einen deutlichen Blaustich, der durch das Abtönen der schwarzen Farbe mit Titanweiß entstanden ist. Es handelt sich um eine sogenannte Farbtonverschiebung, die beim Abtönen mit Titanweiß auftritt. Dieser Farbton kann mit der auf dem Farbkreis gegenüberliegenden Farbe schattiert werden, also mit Orange. Wir haben uns hier aber für das Schattieren mit einem Braungrau entschieden. Die Schattierung ist so stark verdünnt, dass sie lasierend wirkt und wir setzen sie wieder mit einem feinen Pinsel direkt in die Fugen des Mauerwerks hinein. Auch hier ist schön zu beobachten, wie die dünnflüssige Lasur sich durch Kapillarwirkung in den Fugen ausbreitet, sodass das Schattieren ziemlich flott von der Hand geht. Für die ockerfarbene Fassade verwenden wir eine Lasur aus Ocker und Schwarz. Durch das Schattieren mit Schwarz tritt hier wieder eine Farbtonverschiebung auf, nämlich von Ocker hin zu Grün. Grün ist eine kältere Farbe als der warme, ockerfarbene Farbton der Fassade. Also auch hier wieder dieses Prinzip warme Farbe, kalter Schatten. Als letzter Arbeitsschritt folgt nun das sogenannte Trockenbürsten der einzelnen Fassaden. Die Lasuren müssen vollständig getrocknet sein, dann wird das Gebäude vollständig mit Mattlack fixiert. Das ist wichtig, damit die Fassade stumpf und griffig wird und die Pigmente beim Trockenbürsten entsprechend anhaften können. Für das Trockenbürsten mischen wir aus Ocker und Weiß ein helles Beige. Anschließend wird so lange über Holz oder Pappe gepinselt, bis der Pinsel nur noch trockene Pigmente enthält. Wenn wir mit diesem trockenen Pinsel über die Fassade bürsten, gibt er nur noch wenige trockene Pigmente an die erhabenen Flächen der Fassade ab, ohne die Farbe auf der Fassade zu verschmieren. So werden auf der Fassade Lichter gesetzt, die Schatten bleiben hingegen dunkel und insgesamt entsteht noch mehr Tiefe. Das Trockenbürsten mit der beigen Farbe eignet sich genauso gut für die Backsteinfassade und wir verwenden es dann auch für die graue Fassade, obwohl man hier theoretisch auch mit Weiß oder noch hellerem Grau trockenbürsten könnte.
Wir haben uns bei der grauen Fassade bewusst für das Trockenbürsten mit Beige entschieden, weil diese Fassade ein Sockelgeschoss aus Backsteinmauerwerk besitzt. Wäre das nicht der Fall, hätte die graue Fassade auch mit Weiß oder mit sehr hellem Grau trocken gebürstet werden können. So aber wollten wir mit dem einheitlichen Beige einen Übergang zwischen dem Backsteinmauerwerk und dem Quadermauerwerk herstellen. Zuletzt wird ein blaugrauer Farbton angemischt, mit dem wir das schwarze Dach etwas aufhellen. Durch das Trockenbürsten werden die Dachplatten und die Kanten der Dachplatten aufgehellt, die Stöße zwischen den Platten bleiben aber schattiert. Anschließend hellen wir die hellblaue Farbe noch einmal mit Weiß auf und bürsten von oben nach unten Streifen auf das Dach, um Verschmutzung darzustellen. Zum Schluss kommt dann der schöne Moment, in dem man das Abdeckband von den Fenstern entfernt und seine Arbeit genießt. Ja, und so sieht das Haus von Faller jetzt aus, nachdem wir die Fassaden neu lackiert, schattiert und aufgehellt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht bis zum nächsten Tutorial.